Kannst du nicht auch alternativ, um schneller zu leveln, einfach 6 Level 20 Chars auf dem Board folgen lassen und nur mit 2 Charakter leveln? Aber ja, dann kannst du ja die Tower das nicht machen, wegen Levelanforderungen. Und in Instanzen fehlt dir auch der Damage. Das ist eigentlich nicht der Grund. Der Grund, warum man das nicht macht, ist ganz einfach der, dass du mit Level 20er Charaktern bis maximal Darkon 3 kommst. Ab Asria kannst du diese Charakter nicht mehr benutzen. Das haben die gefixt. Konntest nicht machen. Und wie du schon sagst, selbst wenn du es machen könntest, wäre es trotzdem nicht besonders klug, meiner Meinung nach. Also ich meine, wenn du 6 Level 20er Chars hättest, dann wäre es auch nicht die 8 Char Taktik, ehrlich gesagt. Dann wäre es einfach nur Free Link Attack Taktik, oder wie auch immer man das nennen würde. Dafür gibt es nicht wirklich einen Namen. Oder dafür gab es nicht wirklich einen Namen. Also ich meine, das haben die Leute schon gemacht, als es noch ging. Aber es geht seit knapp 2 Jahren nicht mehr. Und wie gesagt, angefangen hat die 8-Char-Taktik mit dem gratis Link-Attack. Aber meiner Meinung nach, also es ist natürlich ja immer noch ein riesiger Vorteil, du sparst dir immer die Party-Scrolls, was unfassbar viele Kosten verursacht hätte. Allein was ich für Party-Scrolls hätte ausgeben müssen in den letzten 4 Jahren, das wären knapp 200.000 F-Coins gewesen wahrscheinlich. Also ich meine, das hat mir schon sehr viel Geld gespart, grundsätzlich. Wobei bis vor 2 Jahren konnte man ja dann trotzdem noch 8 Level 20er machen. Also hätte ich es trotzdem nicht wirklich gebraucht für die Hälfte der Zeit. Aber das Hauptding ist tatsächlich mittlerweile bei der 8-Char-Taktik meiner Meinung nach Battle Pass, den es ja auch nicht von Anfang an gab. Der wurde ja auch erst später hinzugefügt, nach ein paar Monaten. Das ist ein großes Thema. Tower Dailies ist auch ein großes Thema. Aber momentan das größte Thema sind tatsächlich die Quest-Belohnungen im High-Level. Ab Asria, ab Volcano werden die Quest-Belohnungen signifikant besser. Also so ab Level 117 circa. Oder, naja, Asria fängt auf 114, glaube ich, an. Auf jeden Fall in dem Bereich, so 110 plus, fangen die Quests plötzlich an, dir sau viele Products zu geben. Und zwar auch nicht nur G-Product. G-Product kriegt man schon relativ früh. Aber G-Products sind auch die mit uninteressantesten Scrolls. Vor allem auf neuen Servern braucht man auch meistens erstmal keine wirklichen G-Product, weil Karten und so zu viel kosten. Da sockelt kein Mensch. Außer seine Suit und dafür braucht man nicht viele. Und dann bekommt man halt pro Charakter, also müsste ich mal ausrechnen, es wäre echt mal interessant, das auszurechnen tatsächlich, wie viel ein Charakter bekommt. Müsste ich jetzt schätzen, aber momentan einfach nur in Peña kriegt ein Charakter zwischen 110 und 190 in Items gerechnet unübertrieben wahrscheinlich 10 Milliarden oder so. Also es ist wirklich unübertrieben bei den aktuellen Preisen. In Itemwert. Und das ist durch Level Reach und einfach nur Quests, die du immer machen kannst, ohne Zeitlimit. Die stehen dir immer zur Verfügung. Wenn du 100 Jahre brauchen würdest, also, naja gut, sagen wir ein paar Jahre, dann könntest du diese Belohnungen immer noch kriegen. Also du könntest auch 6 Monate Pause machen und würdest die Belohnungen trotzdem noch kriegen. Das Einzige, was sich dann halt ändern wird, ist halt der Preis der Items. Der ändert sich natürlich immer. Also was ein Orichalcum zum Beispiel wert ist. Orichalcum ist das teuerste, was man von Quests bekommt und davon kriegt man echt viele. Also allein Orichalcum bekommst du also 40 Stück wahrscheinlich, oder? Irgendwie so. Allein das sind 4 Milliarden Peña. Also jeder Char kriegt safe easy circa 10 oder mehr Milliarden Peña. Einfach nur in Items für die ganzen Quests und so. Questverwaltungsquests alleine sind wahrscheinlich auch 1 Milliarde oder so. Ab Asria. Das ist so viel Kohle und so viel Zeug. Das ist echt heftig. Und wenn du das halt mal 8 rechnest, also mit 2 Charaktern, sagen wir jetzt mal, wie gesagt, 10 Milliarden, dann hast du halt 20 Milliarden in Itemwert. Und mit 8 Chars sind halt 80 Milliarden. Und ja, du brauchst ein bisschen länger, du brauchst wahrscheinlich mehr als doppelt so lang, aber du kriegst ja auch die 8-fache Kohle, beziehungsweise die 8-fachen Items, die ja eine gewisse Kohle wert sind. Und das ist für mich eigentlich schon lange der Hauptfaktor. Also das plus
Battle Pass. Battle Pass und Tower Dailies, das ist, also Battle Pass, Tower Dailies und Link Attack, das ist die Basis. Also das sind auch die Gründe, warum man es macht. Aber wenn man es tatsächlich ins Endgame schafft, bekommt man halt durch die Quest-Belohnungen nochmal so krass viel Zeug. Damit kann man sich halt easy einen Charakter fast perfekt ausrüsten. Oder upgraden. Und zahlt dafür quasi einen Bruchteil der eigentlichen Kosten, weil du nichts kaufen musst, sondern du kriegst halt alles gratis durch die Quests. Und das ist, wie gesagt, für mich schon lange der Hauptvorteil eigentlich. Also, beziehungsweise, das überwiegt mittlerweile dem Link Attack Vorteil. Aber ja, man braucht halt ein gewisses Durchhaltevermögen, weil wenn es so leicht wäre, also wenn du das mal so kurz nebenbei machen könntest, logischerweise, dann wäre so ist es natürlich nicht. Also musst schon gut reinschwitzen oder einfach Durchhaltevermögen haben. Aber es macht sich halt echt bezahlt. Und deswegen lohnt es sich ja auch so sehr, weil es die meisten halt nicht machen. Die meisten Leute haben dieses Durchhaltevermögen nicht, um das so lange durchzuziehen, dass sie dann diesen fetten Cash-Out am Ende sozusagen bekommen. Noch gar nicht so lange her, dass ich mir diesen Cash-Out sozusagen geholt habe. Und du merkst dann schon, dann sind die Leute dann sofort neidisch. Also sonst ist es immer so, 8-Char-Taktik und ist doch langweilig und kacke und pipapo. Aber wenn du dann deine hunderten Products oder hunderte Orichalcum zeigst, die du bekommen hast, dann verstummen diese Leute plötzlich. Dann ist es plötzlich doch nicht mehr so schlecht. Wenn du deine Ausbeute zeigst, auf die du monatelang hingearbeitet hast. Aber muss ja jeder selber wissen. Man kann auch verstehen, wenn Leute nicht Lust drauf haben, aber von reinem Faktor, ob es sich lohnt. Also diese Frage ergibt überhaupt keinen Sinn mehr eigentlich, weil es offensichtlich ist, dass es sich lohnt. Es ist nur die Frage, hast du genug Durchhaltevermögen dafür oder nicht? Die Frage, ob sich das lohnt, die ist eigentlich schon lange vom Tisch, würde ich sagen. Die ist schon lange vom Tisch. Hast nochmal neu gedownloadet? Kam nix, Sir. Leider nicht. Die Frage ist ja, lohnt sich das nicht zu machen, wenn man so viele Vorteile hat? Naja, das Problem ist halt, die meisten Leute, wenn sie neu anfangen, sich also die Frage stellen, 8-Char-Taktik oder nicht. Das Problem ist halt, dass das fast immer auf dem FEC ist. Und der FEC ist halt ein neuer Server. Und das heißt, du hast schon gewisse Vorteile davon, wenn du schnell levelst. Und mit der 8-Char-Taktik levelt man halt eben nicht schnell. Das ist halt das Problem, was viele Leute haben. Weil auf einem neuen Server wirst du halt auch dafür belohnt, sehr schnell zu sein. Und wenn du einer der schnellsten oder wenn du sehr schnell sein willst, dann kannst du nicht 8 Chars spielen. Logischerweise. Das ist halt das Dilemma an der ganzen Geschichte. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Man kann ja auch theoretisch 2 Chars FEC machen. Und dann gegen Ende des FECs, das machen auch sehr viele Leute, dass sie erst gegen Ende eine 8er-Truppe hochziehen. Oder man macht sogar so, man spielt den FEC mit 2 Chars, bis man zufrieden ist. Oder auch einfach bis zum letzten Tag. Und macht dann auf Burodeng die 8 Chars. Und macht es dann halt gemütlich, weil wie gesagt, die Belohnungen, die gehen ja nicht weg. Die kannst du dir auch in 5 Jahren noch holen. Wenn du 5 Jahre brauchst für 8 Chars. Na gut, es gibt einen gewissen Punkt, da sollte man vielleicht einfach sagen, na gut, okay, vielleicht lohnt es sich dann doch nicht, wenn ich so lange brauche. Also ich meine, ich weiß nicht, wie wenig man spielen müsste, um 5 Jahre zu brauchen. Sehr wenig. Wahrscheinlich 1 Stunde am Tag oder weniger. Ja. I don't know. Also ich meine, für Leute mit ganz wenig Zeit ist es natürlich eher nichts. Brauchen wir nicht drüber reden.
Also wenn du nicht mal eine Stunde am Tag hast zum Beispiel oder so, ich meine dann... dann ist Flive generell ein schwieriges Game. Dann ist Flive generell ein sehr schwieriges Game, wenn du so wenig Zeit hast, meiner Meinung nach. Aber 8-Chart-Taktik natürlich umso mehr. Allein bis die Party 40 ist. Ja gut, Party 40 ist gar nicht so wichtig. Party 20 ist sehr wichtig.